Also die Matrixspritzen eignen sich eigentlich für sehr viele Patienten, die Probleme haben im Knie, aber auch andere Gelenke. Also Schultern und auch Sprunggelenke kann ich schon Kunden helfen, die Beschwerden haben. Die meisten Personen kommen wegen Arthrosenschmerzen. Und da kann natürlich die Matrixspritze die Schmerzen deutlich lindern, dass die Leute wieder die Lebensqualität haben. Es ist kein Wundermittel, aber man kann die Symptome deutlich lindern, sodass sie wieder Lebensqualität haben. Gewisse Leute nehmen die einfach rein prophylaktisch, die Sportler, dass sie einfach ihr Kniegelenk schützen, weil das wichtigste Gut ist für sie. Andere Leute brauchen die Spritze einfach zum Testen, ist es wirklich jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Operation für eine Knieprothese. Wenn das nicht nützt, dann bin ich bereit. Und dann gibt es gewisse Leute, die einfach auch Zeit gewinnen und wissen, ja, mein Knie ist kaputt, ich weiß, ich brauche eine Knieprothese, aber ich habe jetzt einfach keine Zeit, ich brauche noch ein halbes Jahr, weil aus familiären und beruflichen Gründen geht es nicht. Wie kann ich die Zeit überbrücken? Und da kann die Matrixspritze natürlich auch sehr gut helfen. Die Zellulose-Matrix-Spritze besteht aus zwei Komponenten. Einerseits Hyaluron. Hyaluron ist das, was man im eigenen Gelenk produziert. Nach der Pubertät nimmt einfach die Produktion deutlich ab und eben durch Entzündungen nimmt die Produktion noch mehr ab. Und das ist eigentlich unser Schmiermittel im Gelenk. Je weniger Schmiermittel wir haben, desto stärker wird auch der Knorpel belastet und der Knorpelverlust nimmt zu, sprich die Arthrose. Man kann sich das ähnlich vorstellen wie Öl im Motor. Auch das muss immer wieder mal erneuert werden, dass der Motor rund läuft. Die zweite Komponente ist das Eigenblut und da ist vor allem das wichtige Blutplasma mit den Blutplättchen. Das, wenn wir zum Beispiel uns verletzen, gibt es auch so gelbliche Flüssigkeit und das macht eine Wundheilung auf der Haut. Und genau das Phänomen übernehmen wir und machen das im Knie. Auch dort gibt es eine gewisse Wundheilung, eine Reduktion von der Schwellung und von den Schmerzen. Und die zwei Komponenten werden halt zusammengenommen, im Röhrchen gemischt und das ist dann die Matrix. Normalerweise macht man 3 Spritzen innerhalb von 2 Wochen Abstand. 3 Spritzen, weil die erste Spritze bildlich gesehen ist eigentlich wie das Feuer im Knie löschen. Die zweite geht ein bisschen tiefer Blut und die dritte ist dann Prophylaxe. Und viele Patienten profitieren von dem und haben eine deutliche Schmerzreduktion durch das. Das ist natürlich auch sehr individuell. Also viele Patienten berichten von Wirkungen von 3 Monaten, ein halbes Jahr oder sogar noch länger. Die melden sich dann, wenn sie das Knie wieder spüren. Gewisse Patienten können auf regulärer Basis, immer so einen Halbjahresrhythmus. Andere Patienten melden sich wieder und sagen, ich mache jetzt eine große Wanderung, ich will einfach prophylaktisch das haben. Und ich habe auch einige Sportler, die das rein prophylaktisch nehmen, um einfach das Bestmögliche für das Knie zu machen. Sie kommen in die Sprechstunde, so wie jetzt. Ich nehme Blut ab, das mache ich persönlich. Ich betreue sie von A bis B, dass wirklich alles von der gleichen Hand ist. Das Blut wird sofort in die Zentrifuge gegeben. Das wird dementsprechend durch die Schwerkraft aufgetrennt und durch das gewinnen wir das Blutplasma. Das Hyaluron ist in dieser Tube drin, das ist alles steril, das wird dann gemischt. Das zeige ich Ihnen, wie das dann geht. Und dann mit einer Spezialspritze holt man das raus. Und dann kommt das nachher als zweiter Schritt ins Kniegelenk hinein, das betroffen ist. Das ist alles unter sterilen Bedingungen und alles wird von mir gemacht, alles aus einer Hand. Über Hyaluron allein, wir reden über Eigenblut allein oder über Cortison. Cortison ist sicher das potenteste Mittel, das wir haben, um die Entzündung zu reduzieren. Aber es hat viele Nebeneffekte, die man nicht außer Acht gehen lassen. Zum Beispiel die Infektionsvorstieg, dann greift es auch den Knorpel und Gewebe an. Es macht auch einen gewissen Schaden am Knochen, wo man eigentlich alles nicht haben will, in einem Arthrose-Kniegelenk. Die Hyaluron, wenn man allein spritzt, hat auch einen gewissen Effekt, wo Leute, die Angst haben für Spritzen und sagen, ich habe Angst, dass man Blut nimmt, dann kann man so etwas besprechen, dass man einfach eine Schmierung gibt. Eigenblut macht eben nur eine gewisse Selbstheilung, das braucht eher wie Sehnenverletzungen und so Sachen. Und eben das, was am meisten braucht, ist wirklich dann die Kombination Matrixspritze.